Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich wieder einmal ein Glas abgecycelt. Ihr braucht dazu ungefähr einen halben Knäuel Baumwollgarn, eine Häkelnadel Nummer 3,5 und ein Satinband oder eine Bindschnur. Es können also einerseits Wollreste sinnvoll verwertet werden und auch das Glas findet eine neue Verwendung. Der Überzug ist ganz schnell gehäkelt und so kann das Glas zum Beispiel mit Naschereien gefüllt ein hübsches Geschenk werden. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende ein Glas mit ca. 10 cm Durchmesser. Da war vorher zum Beispiel Apfelmus drin und ein Baumwollgarn mit 125 Metern Lauflänge pro 50 Gramm sowie eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 4 Luftmaschen. Ich drehe die erste um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten und häkle in diese erste Luftmasche weitere 10 Stäbchen, sodass wir insgesamt mit dem Ersatzstäbchen, das Ersatzstäbchen sind die 3 Luftmaschen, insgesamt haben wir dann 11 Stäbchen. Und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 11 Stäbchen insgesamt gehäkelt und ich schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich häkle wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkle in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen. Dann schaut genau, der nächste Maschenkopf ist nicht so schön, das kommt durch das Schließen der Runde, aber dennoch dürfen wir ihn nicht auslassen. Auch hier häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche und das machen wir mit allen 11 Stäbchen so. Immer 2 Stäbchen in eine Masche. Es ergeben sich 22 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 22 Stäbchen erhalten. Ich schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Ich häkle wieder 3 Luftmaschen und mache dieselbe Reihe noch einmal. Wir verdoppeln die Anzahl ein weiteres Mal. Wir häkeln wieder in jede Masche 2 Stäbchen, sodass wir insgesamt 44 Stäbchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 44 Stäbchen gehäkelt und schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Der Boden des Glases ist beinahe bedeckt. Das ist aber ausreichend, weil hier in der letzten Reihe
die Stäbchen sehr dicht beisammen sind. Wir können jetzt mit dem Muster beginnen. Ich häkle 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo die 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen. Dann lasse ich 2 Maschen aus. Hier wieder genau schauen, auch diesen nicht so schönen Maschenkopf mitzählen. 1, 2 auslassen. 2 Stäbchen in eine Masche, häkeln und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche. Also eine Vierergruppe. Hier haben wir eine halbe Gruppe, da kommt die zweite Hälfte am Ende der Runde hinzu. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln 2 Stäbchen in eine Masche und noch einmal daneben in die nächste Masche 2 Stäbchen in eine Masche. Das sind Vierergruppen. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln wieder 2 Stäbchen in eine Masche und in die nächste Masche ebenfalls 2 Stäbchen in eine Masche. Wieder 2 auslassen und über die nächsten 2 Maschen eine Vierergruppe häkeln. Das machen wir die ganze Runde so und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Runde müssen 3 Stäbchen noch frei sein. 2 davon überspringen wir und ins letzte Stäbchen häkeln wir die zweite Hälfte der Vierergruppe, die uns hier noch fehlt, und dann schließen wir in die dritte Luftmasche zur Runde. So haben wir den runden Übergang in der Mitte einer Vierergruppe. Und das Ganze beginnt sich bereits zu wölben. Das passt, das soll so sein. Wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, ein zweites Stäbchen. Das ist wieder eine halbe Gruppe. Wir überspringen 2 Stäbchen und in die Mitte der Gruppe, in die mittleren beiden Stäbchen der Vierergruppe, häkeln wir wieder so eine Vierergruppe, immer 2 Stäbchen in eine Masche und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche. Wir springen zur nächsten Vierergruppe und häkeln in die Mitte wieder eine Vierergruppe. 2 Stäbchen werden immer übersprungen. 2 Stäbchen in eine Masche häkeln und noch einmal daneben 2 Stäbchen in eine Masche. Zur nächsten Gruppe springen und in die Mitte eine neue Vierergruppe häkeln. Und das machen wir die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier bleiben 3 Stäbchen übrig. Hier ist die letzte Vierergruppe. Wir lassen 2 Stäbchen aus und ins letzte Stäbchen häkeln wir die zweite Hälfte der Vierergruppe und schließen dann wieder in die dritte Luftmasche zur Runde. Ich zeige euch die Runde ein weiteres Mal. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, ein zweites Stäbchen.
Das ist eine halbe Gruppe. Wir springen von Vierergruppe zu Vierergruppe und häkeln in die Mitte hinein eine neue Vierergruppe. Immer auf die mittleren beiden Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Es bleiben 3 Stäbchen übrig und 2 davon lassen wir aus und häkeln in das letzte Stäbchen noch 2 Stäbchen in eine Masche und schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Diese Runde wird nun stets wiederholt. Wir machen eine Anprobe. Ihr seht, das passt sehr gut und ihr müsst nur immer dieselbe Runde wiederholen, bis das Glas knapp bedeckt ist. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 10 Musterreihen gehäkelt. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Die Anzahl der Reihen könnte bei euch auch etwas anders sein. Und wenn wir das Ganze jetzt drüber stülpen, dann dürft ihr das ruhig ein bisschen hinaufziehen, also leicht gedehnt. Und im nächsten Schritt werde ich die Fäden vernähen und dann zeige ich euch noch, wie man das Satinband oder eine Schnur oder eine Kordel einzieht. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Fäden vernäht und ich habe hier ein Satinband mit ca. 80 cm Länge. Ich habe auf beiden Seiten ein Knötchen hineingemacht und eine Sicherheitsnadel hineingegeben und ich ziehe das Satinband in der vorletzten Reihe ein. Ich steche in die Mitte einer Vierergruppe ein und bei der Lücke wieder raus in die Vierergruppe hinein und bei der Lücke wieder raus. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr das Ganze nur noch über das Gläschen stülpen, zubinden und dann ist unser abgecyceltes Gläschen fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses hübschen Gläschens und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.